Heute beschäftigen wir uns mit dem Maschinenkarabiner oder dem Sturmgewehr. Dabei gehen wir auf die Begriffserklärung ein, wir schauen uns die Geschichte der Waffen an und wir besprechen auch, welche Varianten es auf dem heutigen Markt gibt, um das zu subsidieren. Das wird ein etwas längeres, umfangreicheres Video, also nehmt euch ein Getränk, macht es euch gemütlich und viel Spaß beim Video. Ich bin Adam und heute beschäftigen wir uns mit dem legendären Sturmgewehr. Als erstes machen wir mal einen kleinen Exkurs in die Begriffserklärung. Und zwar ist das ein Gewehr, was sehr, sehr viele Namen hat. Und es besteht dabei eigentlich nur aus 3 mechanisch verschiedenen Waffen. Als allererstes haben wir da den Maschinenkarabiner 42, dann die MP43-1, welche sich nur leicht unterscheidet, und dann das STG 44. Wenn das denn so einfach wäre, wäre das Video jetzt hier vorbei, aber bei allem Deutschen ist das etwas komplizierter. Und zwar fängt die Geschichte dieser Waffe im Jahre 1942 an. Ursprünglich gab es eine Ausschreibung für eine verstärkte Maschinenpistole. Und zwar sah die Heeresleitung, dass die Maschinenpistole, wie sie seit 1938 immer weiterentwickelt wurde, nicht mehr ausreichte. Und man entschied sich daher dazu, eben diese verstärkte Maschinenpistole in Auftrag zu geben. Das endete dann eben in einer Kaliberänderung von 9x19 zu 7,92 x 33. Das ist de facto ein 8 mm Mauser x 57 Infanterie Spitz, nur eben gekürzt. Also das Projektil ist etwas gekürzt und die Treibladung ist dementsprechend auch kleiner. Sozusagen die erste Mittelpatrone der deutschen Armee. Und hier beginnt auch die erste Namensodyssee dieser Waffe. Und zwar schwere Maschinenpistole wurde abgekürzt mit SMP 42. Das wurde dann wieder geändert in MP 42. Da hat man das schwer weggenommen. Dann hat man sie wieder umbenannt in MP 42 schwer, also MP 42 kleines s. Dann wurde zusätzlich zu der Bezeichnung, dass es eine schwere Maschinenpistole ist, wurde noch im Namen vermerkt, dass diese Waffe eben zuschießend ist, also SMP 42Z. Dann wurde entschieden, dass das ja eigentlich gar keine Maschinenpistole ist, weil unter Maschinenpistole man eben eine Waffe versteht, die ein Pistolenkaliber verschießt. Also wurde ein neuer Begriff verwendet, der das erste Mal da auftaucht, und das ist der Maschinenkarabiner 42. Damals noch abgekürzt mit MK 42. Dann sind wir jetzt schon beim Maschinenkarabiner, also der Name ist schon mal fix, allerdings abgekürzt mit MK. MK steht allerdings bei deutschen Heer für Maschinenkanone. Das ist übrigens der gleiche Grund, wieso der Karabiner mit K abgekürzt wird, also KAR und nicht mit K, weil das K für Kanone steht, seit jeher. Und deswegen wurde der Maschinenkarabiner fortan mit MKB 42 abgekürzt. Dieser Maschinenkarabiner, wie wir ihn hier sehen, ist ja vom Henel-Werk entwickelt worden, unter anderem von Hugo Schmeisser. Allerdings kamen nun auch andere Hersteller hinzu, unter anderem Walther. Und somit mussten diese beiden Prototypen oder Waffen voneinander getrennt werden. Und somit wurde der Maschinenkarabiner von Henel als MKB 42 in Klammern H abgekürzt und der Maschinenkarabiner von Walther als MKB 42 W. So, damit könnten wir jetzt eigentlich schon enden. Allerdings gab es noch eine interne Idee der Abänderung und somit wurde dieser Maschinenkarabiner nochmal unterteilt in den MKB 42 HS. H steht dabei für Henel oder für Hugo und S eben für Schmeisser. Dieser zweite Prototyp kam nie in Serienreife und somit wurde sich dazu entschieden, das S wieder wegzulassen. Jetzt sind wir also wieder beim MKB 42H. Allerdings wurde ein kleines Z hinzugefügt für das Zuschießende. Ihr merkt schon, das ist echt ziemlich kompliziert und selbst die Hersteller selbst damals hatten damit Probleme. Es wurden teilweise Waffenteile doppelt gestempelt, dreifach gestempelt. Es wurden die korrekten Stempel wieder durchgestrichen und alte Stempel, wie man sie kannte, wieder hinzugefügt. Zum Beispiel hatte man dann Teile, die waren dann MKB 42H
gestempelt, das wurde dann wieder durchgestrichen und da wurde dann MKB42Z gestempelt. Also das ist nicht nur für uns heute verwirrend, sondern das war damals schon eine absolute Verwirrung. Jetzt sind wir im Jahre 1943 und dieser MKB42 wird in MP43 umgetauft. Das ist jetzt sehr verwirrend, denn später gibt es eine andere MP43, welche auf dieser Waffe beruht, aber komplett anders aussieht. Um das jetzt zu unterscheiden, da es eine zuschießende und eine aufschießende Variante dieser Waffe gab, weil im Laufe der Entwicklung wurde eben gesehen, dass das zuschießende System, wie man es von der MP40 kennt, also man spannt die Waffe, in der gespannten Variante ist der Verschluss hinten und sobald man abkrümmt, geht der Verschluss nach vorne und der Schuss bricht. Das hat natürlich zum Nachteil, dass vorm Schuss eine große Masse bewegt wird und das dazu führt, dass man die Waffe häufig eben verzieht. Und wenn der Verschluss vorne ist beim Schuss, das wäre quasi aufschießend. Das heißt, die Ruheposition ist hier, die Patrone ist im Lager und es wird abgekrümmt und nur der Schlagbolzen trifft auf die Patrone und dann geht der Verschluss nach hinten. Ist natürlich die Erschütterung erst nach dem Schuss. Bei modernen Waffen ist das fast immer so, dass diese Waffen aufschießend sind, also dass der Verschluss in der Ruheposition vorne ist. Um diese beiden Varianten zu unterscheiden, wurde diese MP43, wie sie jetzt offiziell heißt, unterteilt in MP43A und MP43B. Das wiederum führte dazu, dass die Truppen dachten, dass diese Waffe die MP43A ist und der Walter-Prototyp die MP43B. Also wurde das Ganze nochmal geändert und etwas vereinfacht, da sich der Walter-Prototyp auch nicht durchsetzen konnte. Und diese Waffe wurde als MP43-2 geführt und die aktuelle MP43, zu der wir später kommen, als MP43-1. So, kurz gesagt, vom Namen her ist diese Waffe von der schweren Maschinenpistole über die Maschinenkarabiner zur MP43-2 geworden. Technisch hat sich lediglich geändert, dass die Waffe eben vom zuschießenden zum aufschießenden System übergegangen ist. Kommen wir nun zur Waffe an sich. Die Waffe ist wie gesagt ein zuschießender Gasdrucklader mit Kippbockverschluss. Im Original, dies ist natürlich ein Nachbau, ein sehr schöner Nachbau von Shoei. Da haben wir auch mal ein separates Video zu gemacht. Also wenn ihr sehen wollt, wie diese Waffe komplett zerlegt wird, ist das oben verlinkt. Wir sehen hier den Maschinenkarabiner 42, wie ich ihn ab jetzt einfach nennen werde, auch wenn er so viele Namen hat. MKB 42, Maschinenkarabiner. Dieser hat ein gefrästes Unterteil. Die Gasrückführung geht bis vorne zum Laufende. Das System ist eben zuschießend. Ansonsten unterscheidet es sich nicht mehr groß von seinen Nachfolgern. Nach dieser Maschinenpistole, das fängt schon an, nach diesem Maschinenkarabiner kam die Weiterentwicklung zur Maschinenpistole 43-1. Dies ist jetzt eine Maschinenpistole 43. Die Maschinenpistole 43-1 unterscheidet sich von der Maschinenpistole 43 oder dem STG 44, wie es später kommt, nur davon, dass dieser Lauf hier beim früheren Typ, also der MP43-1, nicht verjüngt war und dementsprechend ein anderer Kornträger vorne aufgebracht war. Das wurde einfach geändert später, um auf den gleichen Laufdurchmesser wie der Karabiner 98K zu kommen, um Gewehrgranaten und ähnliches ebenfalls mit dieser Waffe verschießen zu können. Begriffserklärung ist bei der MP43-1 relativ leicht, weil sie eben nur einen Namen hatte und sich davon unterscheidet. Und das hier ist jetzt technisch gesehen die MP43. MP43, denkt ihr, das ist doch ein Sturmgewehr. Ja, die MP43 wurde später in MP44 umbenannt, im Jahre 1944, um sie nochmal abzugrenzen und ein bisschen, sage ich mal, Aktualität zu suggerieren. In Wirklichkeit ist ja diese Waffe technisch im Jahr 1942 eigentlich abgeschlossen gewesen. Dann wurde sie noch einmal umbenannt in den letzten Namen Sturmgewehr 44. Vergleichen wir also mal diese beiden Waffen. Die MP43-1 müsst ihr euch jetzt sozusagen dazwischen vorstellen. Die ist komplett baugleich zur MP43 oder MP44 oder Sturmgewehr 44. Ich werde jetzt einfach immer Sturmgewehr sagen. Und unterscheidet sich nur darin, dass eben das Laufende hier nicht abgedreht ist, sondern dick bleibt.
Fangen wir hinten an. Die Schulterstütze wurde am Ende des Krieges noch einmal verjüngt. Hier sehen wir die frühe Schulterstütze, dies ist schon die späte. Das geschah aus dem Grund, da diese Schulterstütze nicht in die Halterung für den Karabiner 98K passte und somit wurde diese leicht verändert, damit sie eben in die Halterung passte. Die Aufnahme für den Gewehrriemen ist wie beim K98K auch und hinten ist das Werkzeugfach bei beiden Waffen. Der größte Unterschied ist die Abzugseinheit, und zwar ist die beim Maschinenkarabiner eben gefräst und beim StG 44 eben geprägt. Da ist auch ein großer technischer Unterschied in der Bedienung, und zwar die Sicherung. Der MKB 42 hat hier den Feuerwahlhebel, wie das Sturmgewehr ebenfalls. Allerdings hat das Sturmgewehr wie man es bis heute kennt, dem Finger erreichende Sicherung, die man mit einer Kippbewegung von sicher auf Feuer stellen kann. Das hat der MKB 42 nicht. Den MKB 42 sichert man, indem man den Verschluss hinten einhakt. Das geht beim StG 44 nicht mehr. Oder ihn an der hinteren Stelle leicht zurückzieht und dann auf der anderen Seite im Gehäuse einhakt. Diese Funktion gibt es beim Sturmgewehr 44 nicht mehr. Der MKB 42 hat auch eine dritte Sicherungsposition und das ist eben ganz vorne, wenn man ihn leicht zurückzieht, wieder den Ladehebel reindrücken und dann bewegt sich der Verschluss nicht mehr. Das Sturmgewehr 44 hat das eben mit diesem Sicherungshebel gelöst und hier ist der Feuerwahlhebel, den man reindrückt, um von semiautomatisch auf vollautomatisch umzustellen. Aus heutiger Sicht ist natürlich das System, sage ich mal, geläufiger und hat sich auch bis heute durchgesetzt. Dieses System ist dann doch relativ anfällig, auch was Schmutz und so angeht. Wenn hier in dem Loch zum Beispiel Dreck ist, dann ist das relativ schwierig, diesen Ladehebel da reinzudrücken. Im Magazinschachtbereich ändert sich nichts. Die Magazine sind auch komplett baugleich, die sind nur verschieden gestempelt. Da gibt es durch die ganze Zeit keinen Unterschied. Der Handschutz ist ebenfalls bei beiden baugleich, genau wie die Visierung. Der größte Unterschied, der auch optisch auffällt, ist die Gasrückführung. Und zwar funktioniert ein Gasdrucklader so, dass eben Teile des Gases wieder zurückgeführt werden und den Verschluss nach hinten bewegen. Diese Gasrückführung des Maschinenkarabiners geht fast bis zur Mündung, nimmt das Gas hier ab, führt es hier zurück und bewegt eben den Verschluss. Bei dem Sturmgewehr bzw. bereits ab der MP 43-1 ist die Gasrückführung nicht mehr ganz vorne, sondern etwa im vorderen Drittel des Laufs und führt das Gas ab hier zurück. Das hatte den Grund, dass es sehr, sehr häufig dazu kam, oder fast immer, dass beim MKB 42 der Gasdruck zu gering war und der letzte Schuss im Magazin eigentlich ein Klemmer war. Also war auch Anweisung an die Soldaten, den letzten Schuss sozusagen nicht zu schießen, also eben nur 29 Schuss. Das wurde eben behoben, indem die Gasrückführung ab hier ist. Das resultiert natürlich auch in einem anderen Kornträger und der Gewindeschoner ist bei MKB 42 anders gefertigt und auch mit einer Feder gesichert, was beim StG 44 nicht mehr der Fall ist. Dieser ist kürzer und lässt sich einfach abschrauben. Das waren jetzt so die technischen Unterschiede oder die technische Entwicklung vom Maschinenkarabiner 42 hin zum Sturmgewehr 44. Kommen wir nun dazu, welche Optionen es denn heute gibt, wenn man sagt, ich möchte eine Darstellung machen oder interessiere mich für dieses Gerät und möchte mir die Varianten hinstellen. Da sei gesagt, für den MKB 42 gibt es bis auf scharfe Varianten, die, denke ich mal, für fast alle unsere Zuschauer unbezahlbar sein werden und in Deutschland sowieso schwierig zu bekommen, gibt es eigentlich nur die Shoei-Variante. Diese hier ist von Philipp. Die hat er sich bei ZIP Militaria gekauft. Gibt es jetzt leider nicht mehr. Daher für den MKB 42 gibt es nur Shoei. Da gibt es keine Airsoft. Die MP 43-1, die wir jetzt leider nicht hier haben, gibt es meines Wissens nach ebenfalls nur von Shoei. Und wie gesagt, unterscheidet sich nur in diesem Teil. Bei der MP 43, StG 44 oder MP 44 sieht das schon ganz anders aus. Da haben wir eine Vielzahl an Varianten, die man als Sammler oder als Filmproduktion oder als Reenactor sich zulegen kann. Da haben wir hier als erstes die günstigste Variante, das ist das Denix Sturmgewehr 44. Optisch muss man sagen, kommt das
am nächsten ran, natürlich nach dem Shoei, weil von Shoei gibt es auch dieses STG 44 als Nachbau. Von der Verarbeitung und von der Funktion ist es natürlich etwas eingeschränkt. Es lassen sich viele Teile nicht bewegen, wie der Sicherungshebel und der Feuerwehrhebel. Die Klappe hier hinten lässt sich nicht öffnen. Die Staubschutzklappe lässt sich nicht öffnen, die ist fest am Gehäuse fest. Und wie ihr schon seht, die Kimme ist nicht verstellbar und wuselt hier einfach nur so rum. Ebenfalls besteht diese Waffe aus mehreren Teilen, also hier und hier einmal geteilt. Das führt dazu, dass sie häufig wackelt. Man kann sie aber mit Epoxy zusammenkleben, dann kann man sie allerdings nicht mehr zerlegen. Und dann ist sie relativ stabil. Zu Denix brauchen wir euch ja nicht viel sagen. Funktion ist eben einfach nur, dass man den Ladehebel nach hinten bewegen kann, die Waffe spannen und abschlagen. Das macht dann Klick. Wie bei allen Waffen lässt sich auch bei der Denix natürlich das Magazin einführen und hält da relativ gut drin. Zum Magazin sei gesagt, dass das optisch wirklich sehr nah an unser deaktiviertes, verschweißtes rankommt, wenn man das mal nebeneinander hält. Nur ist es eben aus 2 Gussteilen und nicht aus Blech. Resümee also, optisch ist das wohl nach Shoei die beste Variante, wenn es nur um die Optik geht, wenn die Funktion nicht so wichtig ist. Und mit der Haltbarkeit muss man eben ein bisschen vorsichtiger umgehen, als wie zum Beispiel mit einem Shoei oder einem scharfen, aber relativ preisgünstig. Nachteil wieder bei Denix, es gibt nur die letzte Variante, auch mit dem letzten Schaft. Da die Denix-Variante optisch gesehen am nächsten ans Original rankommt, werde ich sie jetzt für die weiteren Referenzen für die anderen Waffen nehmen, die wir haben. Die nächste Variante ist die Airsoft-Variante. Die Airsoft-Variante unterscheidet sich optisch in einigen wenigen Details von scharfem Vorbild. Hauptsächlich eben die Griffeinheit, da in diesem Griff der Motor Platz finden muss, ist er um einiges dicker und in einem leicht anderen Winkel als beim Original. Und da die Gearbox eine V2-Gearbox ist, ist der Sicherungshebel nicht zum Klappen wie beim Original, sondern man schiebt ihn nach vorne und nach hinten. Der Ladehebel lässt sich ebenfalls durchladen, hat allerdings absolut keine Funktion. Die Visiereinrichtung lässt sich wie beim scharfen Vorbild verstellen. Beim Denix geht das ja nicht. Ansonsten kann man sagen, dass die Waffe optisch sehr nah an das Vorbild rankommt. Hat allerdings natürlich mehr Funktion als das Denix. Ein Nachteil daran ist, dass solche Sachen wie die Schrauben eben in Inbus oder Kreuz gefertigt sind und leider wie bei jeder Airsoft eben die Stempelung eingelasert ist vom Importeur und dem Kaliber 6 mm. Und das Material ist wie beim Denix und auch beim Shoei Zink. Allerdings kann man sagen, dass das Shoei um einiges besser verarbeitet ist. Dieses Modell ist allerdings um einiges robuster als die Denix-Variante. Dieses hier war schon seit Jahren in Airsoft-Spielen dabei oder auch in Filmdrehs, zum Beispiel in Folge 9, wo Feldwebel Fuchs diese Waffe trägt und sie zu Boden fällt. Da wurde die auch ein paar Mal auf den Asphalt geschmissen und da ist nichts groß passiert. Dazu sei gesagt, der Schaft ist selbst gebaut. Das ist bei den meisten Nachbauten so eine Sache, dass da sehr billiges Holz genommen wird. Das hier ist jetzt Nussbaumholz. Airsoft hat natürlich noch die Funktion, dass man es beladen kann mit Kugeln und schießen. Das heißt, man kann damit auch auf Dosen schießen oder ähnliches, was natürlich mit dem Shoei oder dem Denix nicht geht. Kommen wir nun zum Airsoft-Magazin. Die STG-Magazine gibt es nur als High-Cap. Das heißt, die haben dann hier so ein Loch, wo man dann normalerweise so eine Schraube aufdreht, um das Magazin zu spannen. Optisch gesehen sind sie schon relativ nah am Original dran. Allerdings sind sie unten etwas anders gefertigt, da man sie aufklappen muss. Und oben natürlich anders. Allerdings passen die Airsoft-Magazine, da sie die gleiche Halterung haben wie die Originalen, auch in ein originales, ein Shoei oder ein Denix-Gewehr. Die Denix-Magazine allerdings natürlich nicht in das Airsoft-Gewehr, da das Hop-Up im Weg ist. Kommen wir auch zu der letzten Variante, die auch filmtechnisch für uns am interessantesten ist.
Und zwar ist das die 9 mm Pack-Variante von GSG, also ein Schreckschusssturmgewehr. Warum ist sie jetzt filmtechnisch für uns am interessantesten, fragt ihr euch? Ganz einfach. Diese Waffe knallt, raucht, die Hülsen fliegen raus und das ist eben ganz praktisch für uns. Wie ihr sicher wisst, machen die anderen Varianten gar nichts. Das heißt, jeder einzelne Schuss muss von uns digital eingeführt werden. Jede Hülse muss eingefügt werden. Das ist natürlich eine Riesenarbeit für Ludwig. Bei dieser Waffe ist das ganz praktisch, dass sie eben schon knallt und die Hülsen rausfliegen. Natürlich nicht das richtige Kaliber. Also wenn man sich das mal vergleicht, das ist eben 9 mm Pack und das ist eben der 8 mm Mauser x 33, also das STG-Kaliber. Nicht ganz die richtige Größe, aber im Film fällt es nicht so auf. Das waren auch schon die Vorteile dieser Waffe. Nachteile sind, wie ihr vielleicht auch gerade gemerkt habt, diese Waffe hat sehr, sehr oft Ladehemmungen, da die Laderampe anscheinend vom Original übernommen wurde. Allerdings ist das Problem, dass Packmunition vorne flach ist und Scharfmunition vorne spitz. Das heißt, diese Packmunition verkeilt sich sehr, sehr oft, was zu nervigen Ladehemmungen führt. Da gibt es wohl schon eine zweite Variante, die von GSG überarbeitet wurde. Allerdings diese hier, da kann man maximal 2 Schuss durchschießen und dann gibt es Ladehemmung. Wir haben auch andere GSG-Schreckschuss-Varianten bei uns im Team. Allerdings bei diesem Exemplar ist das so, dass eigentlich jeder dritte Schuss eine Ladehemmung ist. Der Vorteil ist dieser Waffe, dass sie relativ robust gebaut ist, da sie ja eben von einem Waffenhersteller hergestellt wird. Das heißt, das Material ist auch relativ hochwertig. Die Sicherung funktioniert wie beim Original. Feuerwahlhebel gibt es natürlich nicht. Optisch, auf die Entfernung, sieht das relativ gut aus. Kommen wir nun zu den Nachteilen. Der große Nachteil ist, dass sich anscheinend nicht sehr viel Mühe gegeben wurde, dieses Schreckschussmodell möglichst originalgetreu wirken zu lassen. Das fängt eben schon hinten an. Die Schrauben sind Kreuzschrauben, während selbst Denix Schlitzschrauben benutzt hat. Kreuzschrauben waren damals in Deutschland absolut unüblich. Der Schaft ist Buchenholz lackiert anstatt Nussbaum. Das System an sich ist in einem schönen blauen Furnierton, sage ich mal so, das ist schon sehr gut. Allerdings ist der Ladehebel durch das System 9 mm Pack eben ganz verrückt. Und zwar müsste der ja eigentlich bis hier hinten ausgefräst sein, ist aber nur bis hier ausgefräst und hat eine Sicherung wie beim MKB 42 nach oben, was natürlich beim STG 44 komplett fehl am Platz ist. Des Weiteren ist wie beim Airsoft-Modell das Problem, dass diese Waffe gestempelt ist oder gestempelt sein muss und dass die Nietung auch anders ausgeführt ist als beim Original. Das Griffstück hingegen sieht relativ gut aus. Wenn man sich jetzt die Visierung anguckt, da sieht man leider, dass da ein modernes Visier verbaut wurde, welches nichts mit dem STG-Visier zu tun hat, bis auf dass es eben auch zum Schieben ist. Das ist hier mit Seitenverstellung und Höhenverstellung. Fragt man sich sowieso, wieso bei einer Schreckschussvariante ein seitenverstellbares Visier verbaut wird, da diese Waffe überhaupt nicht, da kommt ja vorne nichts raus. Das heißt, man kann auch kein Zielschießen machen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass GSG diese Waffe auch in scharf herstellt, in 22 Kaliber und ich glaube sogar 9x19. Ich weiß nicht, ob im Originalkaliber, ich denke nicht. Und da wird eben auch dieses Visier verbaut. Da wurde eben dann darauf geachtet, dass die Teile möglichst, sage ich mal, austauschbar sind. Vorne der Mündungsfeuerdämpfer ebenfalls eine Eigenkreation von GSG und somit leider optisch auch ganz anders als das Original. Kommen wir nun zur anderen Seite der Waffe. Da ist natürlich auffallend, dass das Auswurffenster sehr klein ist. Das liegt natürlich auch daran, dass das nur ein 9 mm Packkaliber ist. Der Verschluss ist natürlich aufgrund des anderen Kalibers auch anders gefertigt. Die Auswurfklappe funktioniert leider nicht. Das heißt, sie ist dauerhaft offen und lässt sich nicht schließen. Diese ganzen optischen Mankos wären noch zu verkraften gewesen, sage ich mal so, weil ich sage, gut, das ist aufgrund des Systems, muss das anders gemacht werden. Was ich allerdings nicht verstehen kann, ist, wieso GSG sich dazu entschieden hat, ein komplett eigenes Magazinsystem zu entwickeln. Und zwar, wenn man sich hier das Scharfe anguckt, hat das GSG-Magazin nicht nur hinten diese Einkerbung, die sie natürlich haben muss, um auf das 9 mm Packkaliber zu kommen.
Also das Scharfe hat hier eine Auswölbung nach hinten und das GSG-Magazin eine Auswölbung nach innen. Aber es fehlen auch Rillen in diesem Magazin und der Winkel des Magazins ist auch anders. Während dieses deaktivierte Magazin eben rund ist, ist dieses Magazin eckig. Also es geht bis hierhin gerade und wird dann erst schräg, hat sozusagen so einen kleinen Knick drin. Das sieht man ganz gut, wenn man das eben nebeneinander hält. Auch der Magazinboden ist anders ausgeführt. Von vorne sieht es relativ gleich aus. Da verstehe ich nicht, wieso GSG sich dazu entschieden hat, diese Variante der Magazinmontage nicht zu benutzen und etwas Eigenes zu entwickeln und auch die Form des Magazins nicht, um diese Rillen zu erweitern, dass es zumindest auf einige Meter wie ein Originalmagazin aussieht. Das schmälert natürlich etwas das Bild dieser Waffe. Diese Variante ist also zu empfehlen, wenn es euch darum geht, dass ihr eine relativ robuste Waffe habt, die auch knallt und ihr auf, sage ich mal, historische Genauigkeit nicht so viel Wert legt, dann ist diese Variante natürlich zu empfehlen. Für alle, die bis zum Ende durchgehalten haben, hier nochmal ein kurzer Überblick über alle Optionen, die man hat. Das erste und, sage ich mal, zu empfehlendste aus historischer Sicht, sage ich mal, ist Shoei, weil die wirklich sehr, sehr gute Qualität abliefern. Nachteil hierbei ist natürlich der Preis. Das sind um die 1000 Euro, manchmal auch 1400 und sie sind nicht immer verfügbar. Sie können eben nichts bis auf Zerlegen und Durchladen abschlagen. Also das ist vor allem für Sammler interessant und wenn man zum Beispiel eine eigene Sammlung hat und genau dieser MKB fehlt, dann kann man den eben von Shoei organisieren. Airsoft-Variante, Vorteil sehr robust, es schießt was vorne raus, was natürlich dann eine Doppelfunktion ist und ist relativ gut erhältlich. Auch ist gut, dass die Originalmagazine hereinpassen und dass die Airsoft-Magazine ziemlich nah am Original optisch dran sind. Nachteil hierbei die leichten Unterschiede in der Optik, die allerdings häufig mit der Hand sowieso verdeckt werden. Und das hier sind so Kleinigkeiten. Auch die Visierung ist verstellbar, das ist alles wunderschön gemacht. Und das ist, sage ich mal, die Empfehlung, wenn man sagt, die Optik und Funktion muss gegeben sein und Kleinigkeiten, Unstimmigkeiten kann man ignorieren. Der Abzug ist auch leicht anders geformt, aber das sind wirklich Kleinigkeiten. Als nächstes haben wir hier die Denix-Variante. Die ist relativ gut erhältlich, kostet auch nicht viel. Also ist die günstigste dieser ganzen 4 Varianten. Vorteil ist, die Optik ist dem Original entsprechend, sage ich mal so. Also es gibt jetzt aufgrund der Funktion, die dieses Gewehr hat, keine Abänderung vom Original, wie hier mit dem Feuerwahlhebel oder durch die Schreckschussvariante mit dem nicht ausgefrästen Teil. Die Magazine sehen auch sehr gut aus, von der Form jetzt. Denix-typisch eben sind die Funktionen sehr eingeschränkt, also man kann durchladen und abschlagen, da passiert aber nichts. Der Staubschutz geht nicht auf, das Visier kann man nicht verstellen, den Hebel kann man nicht bewegen, Feuerwahlhebel sowieso nicht. Ja, und so Denix-typische Eigenschaften wie eben, dass das Ganze aus Spritzguss ist und nicht aus Blech. Aber zu empfehlen, wenn man sich das an die Wand hängen will, zum Beispiel, dafür ist das natürlich prädestiniert. Oder wenn einem eben die Optik in Details am allerwichtigsten ist und man nicht an ein Shoei rankommt, dann ist das Denix zu empfehlen. Und als letzte Option haben wir hier das Schreckschuss Sturmgewehr 44. Da sei gesagt, das ist ab 18. Die Airsoft-Variante gibt es auch ab 18, aber es gibt die auch als 05er ab 14. Das ist auch meines Wissens nach rechtlich unbedenklich, genau wie das Shoei. Das ist alles einfach nur Spielzeug, während das hier schon eine freie Waffe ist, eine Schreckschusswaffe. Die kann man auch nicht überall abschießen, das heißt, da muss man auch auf befriedetem Gelände sein und solche Geschichten. Also da greifen alle waffenrechtlich relevanten Paragraphen für das Gewehr. Das ist natürlich dann schlecht für den Endverbraucher, da man das nicht einfach durch die Gegend schleppen kann. Sollte man auch nicht. Der Vorteil allerdings ist, dass es knallt und Hülsen rausfliegen, wenn welche rausfliegen und sie sich nicht verkeilen. Der Nachteil allerdings ist, dass da offensichtlich Form follows Function gefolgt wurde. Also es wurde nicht sehr großer Wert darauf gelegt, das Original in den Details nachzubilden, sondern eben so eine Variante zu entwickeln, die so
Man sieht, dass es ein Sturmgewehr ist und auf 10 Meter sieht es auch so aus, aber sobald man sich das natürlich näher anguckt und auch mit dem Original vergleicht, sind da eklatante Unterschiede. Vor allem das Magazin ist natürlich optisch leider absolut eine 5, sage ich mal so. Er war stets bemüht, aber natürlich dadurch, dass es eine Schreckschussvariante ist, relativ robust. Ich hoffe, es war für jeden was dabei. Ihr konntet ein bisschen die verwirrende Geschichte der Nomenklatur dieser Waffen etwas durchsteigen. Wenn nicht, dann haben wir sie auch unten nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Und einen kleinen Überblick erhaschen, was es denn so gibt an Varianten für euch und natürlich letztendlich auch die Geschichte dieser Waffe, die den Grundstein für alle modernen Sturmgewehre gelegt hat. Ja, ich weiß, einige von euch werden sagen, das war nicht das erste Sturmgewehr und es gab noch sowjetische Produktion. Allerdings ist das System Sturmgewehr das, was sich durchgesetzt hat und das, was auch als erstes wirklich großflächig eingeführt wurde. Und nein, die Kalaschnikow basiert nicht darauf, aber da können wir noch mal ein eigenes Video zu machen. Damit bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.